Der Entwickler Vibrant Core ist ein sehr junges Team, was dadurch hochmotiviert und kreativ ist und sich gerade dieser neuen Technologie der Virtual Reality verschrieben hat, weil sie sie sehr interessant finden. Ich bin Tim Schröder, ich bin Lead Programmer bei Spacedrift und ich kümmere mich um den kompletten Code, den wir haben, Gameplay-Code und auch um all die Tools, die wir benutzen. Also wir haben diverse Tools, die wir bei der Arbeit nutzen. Dieses Team ist neu zusammengekommen für dieses Projekt. Wir haben vorher noch nicht zusammengearbeitet, beziehungsweise manche im Team haben schon miteinander zusammengearbeitet. Ich habe zum Beispiel auch im Verlaufe der Entwicklung einen Freund von mir ins Team geholt, weil ich wusste, dass wir noch zusätzliche Unterstützung brauchten. Und das Team und die Chemie und die Motivation im Team ist, glaube ich, mein absolut liebster Aspekt der Arbeit. Ich habe mich noch nie irgendwo so wohl gefühlt bei der Arbeit, weil einfach alle beständig daran arbeiten, das Spiel besser zu machen. Ja, die Chemie ist einfach gut. Jeden Tag ist es wieder von neuem spannend. Als Team Vibrant Core ist das unser allererstes Spieleprojekt, was wir jetzt angehen. Das Team hat insgesamt noch an keinen anderen Spieleprojekten gearbeitet tatsächlich. Ich bringe halt Programmiererfahrung mit, die aber hauptsächlich auch auf Mobile-Dienstleistungen zum Beispiel ruht. Das heißt, auch da eher aus einem anderen Bereich. Das Gute an einem jungen Team wie unserem ist einfach, dass die Leidenschaft noch da ist. Es ist noch gar keine Berufsfaulheit irgendwie reingekommen, auch noch keine Routine. Also wir haben zwar sehr erfahrene Programmierer bei uns im Team, aber es ist nicht nur unser erster VR-Titel, sondern es ist für viele von uns auch unser erstes Spieleprojekt. Das heißt, es war für uns wirklich eine Challenge, sich da auch einem komplett neuen Bereich zu widmen. Aber das gesamte Team besteht aus super Zockern, die wirklich sehr enthusiastisch auch in diesen Bereich reingehen wollen. Und davon überzeugt sind, dass wir hier etwas schaffen, was es so noch nie gegeben hat. Mit dem jetzigen Wissensstand würden wir bestimmt bei Spacedrift technisch viele Dinge anders lösen oder von vornherein besser lösen, sage ich mal. Vor allem Dinge, die sich komplett auf VR-Gameplay beruhen, die würden wir anders angehen von vornherein, weil wir einfach viel mehr Erfahrung jetzt gesammelt haben, was gut funktioniert, was eher weniger gut funktioniert. Ganz banales Beispiel ist zum Beispiel das Teleportieren in der Station. Vorher hatten wir das so gelöst, dass man einfach First-Person-Shooter-mäßig herumlaufen konnte. Und mittlerweile hat sich bei allen VR-Spielen etabliert, dass es eigentlich gar nicht so richtig funktioniert, weil einem sehr schnell übel wird. Das haben wir dann so gelöst, dass man sich von einem Referenzpunkt zum nächsten teleportieren kann und dann aus verschiedenen Blickwinkeln quasi in der Station agieren kann. Wir wussten gar nicht, wie irgendwas funktioniert. Wir mussten unsere eigenen Systeme entwickeln und wir mussten die Software kennenlernen, die Hardware kennenlernen. Deswegen würden wir definitiv beim zweiten Versuch alles anders machen. Was nicht heißt, dass wir nicht zufrieden sind mit dem, was wir gemacht haben. Also VR-Entwicklung ist momentan ein iterativer Prozess. Dadurch lernt man sehr viel beim Entwickeln, Learning by Doing auch. Und wenn wir jetzt nochmal Spacedrift machen würden, sage ich mal, dann würden wir bei vielen Dingen einfach viel schneller arbeiten können und viel effizienter vorgehen können, einfach in der Entwicklungsweise. Sei es jetzt der Art Asset Workflow oder sei es der technische Workflow oder der Game Design Workflow. In allem hätten wir einfach mehr Erfahrung, die wir jetzt mit einfließen lassen könnten. Ich würde, wenn ich nochmal neu anfangen könnte, die Handcontroller früher einbinden, weil es ist ein ganz anderes Erlebnis, mit den Handcontrollern zu spielen, als mit einem Gamepad, was man in der Hand hält. Es gibt so ein paar Anfängerfehler, denke ich, die jedes Team am Anfang macht, was die Priorisierung von gewissen Aufgaben angeht und oder Programmen, die man nutzt. Ich kann zum Beispiel eindeutig sagen, dass ich meine Geschichte und die Dialoge nicht mehr in dem Online-Wiki schreiben werde, direkt, den ich für dieses Projekt benutzt habe. Ursprünglich war da zum Beispiel die Idee, dass da direkt alles kommentiert werden kann und so weiter, aber letztendlich ist die Weiterverarbeitung, also wenn ich Texte rausnehmen muss und verändern muss, ist das alles eine Prozedur, die viel zu lange dauert. Also in Zukunft werde ich mir da einfach was Dynamischeres suchen. Und genauso gilt das für andere Sachen. Ich glaube zum Beispiel, dass wir nicht mehr Skype zur Kommunikation benutzen werden in Zukunft. Ansonsten
denke ich, haben wir sehr dynamisch darauf reagiert, wenn wir gemerkt haben, dass wir was falsch gemacht haben oder vielleicht irgendwas anders machen sollten und haben das dann so schnell wie möglich geändert. Die Kreativhoheit liegt eindeutig bei dem Team, jedoch versuchen wir uns mit Ideen und Vorschlägen trotzdem einzubringen, um das bestmögliche Spielerlebnis für den Spieler zu generieren. Mit den Künstlern über ihre Arbeit zu reden, mit dem Coder über ihre Arbeit zu reden, ist für mich jeden Tag was Spannendes, es ist was Neues. Existiert ein reger Austausch. Wir haben jeden Tag eine Besprechung morgens, wo wir uns gegenseitig berichten, woran wir gearbeitet haben und wo wir uns austauschen über Probleme, die wir eventuell noch haben, sodass die auch möglichst schnell bereinigt werden. Also das habe ich so noch nie erlebt und das macht mir echt Spaß, hier zu arbeiten. Was sozusagen uns an Workflow fehlt, das haben wir an Leidenschaft wieder drin. Wir sind VR-Enthusiasten, die neue Technik begeistert uns absolut. Es ist die beste Neuerung im Bereich Games, seitdem ich mich überhaupt erinnern kann. Wir haben ein junges Team, teils aus erfahrenen, teils aus unerfahrenen Leute, aber alle sind hungrig und wollen ein tolles VR-Spiel auf die Beine stellen. Und ich glaube, das ist mit Space Rift auch gelungen. Space Rift. Available summer 2016 for PC, Android, and PlayStation VR.